Das ist Jan. Er arbeitet hier. Und das macht er auch sehr gerne. Doch nach einem langen Tag im Büro tut ihm oft der Rücken weh. Und sein Nacken und seine Knie. Neulich war Jan bei seiner Ärztin und die konnte ihm genau sagen, was bei ihm schief läuft. Oder vielmehr sitzt. Denn Jan arbeitet durchgängig von seinem Bürostuhl aus. Und das geht ganz schön an die Substanz. Die Ärztin erklärt ihm von oben bis unten die Problemstellen, die viele Büromenschen kennen. Angefangen mit dem Kopf. Der leidet oft unter einer Art benebelten Gefühl, sodass Jan sich nicht mehr richtig konzentrieren kann und Kopfschmerzen bekommt. Dann macht auch noch das Kiefergelenk Probleme. Jan kennt das. Denn immer wenn er seinen Mund weit aufmacht, knackt sein Kiefer ganz unangenehm und er fühlt sich verspannt an. Manchmal zieht der Schmerz bis in die Ohren. Die Ärztin betrachtet nun den Oberkörper genauer und stellt fest, dass Jans Nackenschmerzen und steife Schultern vom langen und falschen Sitzen kommen. Ebenso die Schmerzen im unteren Rücken. Diese sind bei Langsitzern nicht ungewöhnlich. Da fällt Jan ein, dass er manchmal ein komisches Gefühl in den Fingern hat. Wie so eine Art taubes Kribbeln, das sehr unangenehm werden kann. Seine Ärztin klärt auf. Auch dies ist ein Symptom, das auf eine ungesunde Körperhaltung hinweist. Falsches Sitzen sorgt außerdem dafür, dass sich die Brust verengt, das Zwerchfell dadurch eingeschränkt wird und so die Atmung schwerer fällt. Jetzt will es Jan ganz genau wissen. Warum tun denn nun seine Gelenke weh, wenn er sie doch gar nicht beansprucht? Die fehlende Bewegung ist das Problem. Die sorgt dafür, dass sich die Hüftgelenke und Hüftmuskeln verhärten. Im schlimmsten Falle kann es zu Funktionsstörungen des Beckenbodens kommen. Und eine falsche Sitzposition verhindert, dass das Blut richtig zirkulieren kann. Muskel- und Nervenschäden können eine Folge sein. Gleichzeitig nutzt Jan seine Gesäßmuskeln zu wenig. Oh Mann, Jan, das sieht nicht so gut aus. Aber du kannst was dagegen tun. Sport und bewusste Ernährung sind der Schlüssel. Da Jan aber nun mal im Büro arbeitet, empfiehlt seine Ärztin einen ergonomischen Bürostuhl. Der ist wichtig, wenn der Körper Probleme macht, weil man zu lange und falsch sitzt. Gute Idee, im Netz nach Bürostühlen zu schauen. Was ist los? Ganz schön viele Infos, Kein Problem. Wenn es um Bürostühle geht, kann ich dir weiterhelfen. Hier haben wir 3 verschiedene Bürostühle. Und nicht nur die Farben sind unterschiedlich, sondern auch noch vieles andere. Gucken wir sie uns doch mal genauer an. Das hier ist ein handelsüblicher Bürostuhl. Den bekommst du nicht nur in Möbelhäusern, sondern auch in vielen Bau- und Supermärkten. Grundsätzlich kannst du diesen Stuhl mit dem Griff an der Seite auf deine Körpergröße anpassen. Diese Höhenverstellung hat jeder Bürostuhl. Das ist also erstmal nichts Besonderes. Kommen wir zum Kernelement des Stuhls. Das ist die sogenannte Wippmechanik. Die sorgt dafür, dass die Rückenlehne und die Sitzfläche deiner Bewegung folgen. Da die Lehne und der Sitz fest miteinander verbunden sind, bleibt der Winkel zwischen ihnen immer gleich. Der Nachteil dabei ist, dass dein Körper so unnötig eingeschränkt wird. Aus ergonomischer Sicht ist der Stuhl also nicht optimal. Trotzdem werden deine Bandscheiben entlastet und du sitzt in einer entspannten Sitzposition. Wenn du nicht möchtest, dass der Stuhl deiner Bewegung folgt, kannst du die Wippmechanik über diesen Hebel ausschalten. Was hat der Stuhl noch? Ach ja, die Armlehnen. Das sind Festarmlehnen, auch 0D-Armlehnen genannt. Das heißt, dass sie sich in keine Richtung bewegen können. Der Vorteil dabei ist, dass der Stuhl zumindest Armlehnen hat. Der Nachteil ist, dass du sie überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse einstellen kannst. Das führt zu einer Fehlhaltung und es kann im Zweifelsfalle zu gesundheitlichen Problemen kommen. Ich rate dir von Festarmlehnen ab, vor allem da du ja schon gesundheitlich angeschlagen bist. Fassen wir nochmal zusammen. Der Stuhl ist ausgestattet mit einer Wippmechanik, er hat eine Höhenverstellung und er hat feste Armlehnen. Diese Komponenten machen ihn zu einem sehr günstigen Stuhl. Im Allgemeinen ist er also nicht schlecht, aber länger als 4 Stunden am Stück sollte man auf ihm nicht sitzen. Er ist vor allem fürs Homeoffice geeignet oder wenn du nur wenig beim Arbeiten sitzt. Kommen wir zum zweiten Stuhl. Wie dir sicher gleich aufgefallen ist, sehen bei diesem Stuhl die Armlehnen ganz anders aus. Das sind 2D-Armlehnen. Das heißt, dass du sie sowohl in der Höhe als auch in der Breite einstellen kannst.
Es gibt auch 1D-Armlehnen. Die lassen sich dann nur in der Höhe einstellen. Wenn du auf einem Stuhl mit einstellbaren Armlehnen sitzt, sollten deine Unterarme angenehm und locker auf der Lehne liegen. Denn das entspannt die Schulter- und Nackenpartie. Jede Einstellungsmöglichkeit der Armlehnen, die du auf dich anpassen kannst, ist ergonomisch gesehen sinnvoll. Jetzt zeige ich dir was Besonderes. Dieser Stuhl verfügt über eine Lordosenstütze. Das ist diese Wölbung, die du beim Sitzen hinten in deinem Lendenwirbelbereich spürst. Sie gibt deinem Rücken Halt und Stabilität. Da jeder Mensch anders gebaut ist, kannst du bei den meisten Stühlen die Höhe der Lordosenstütze anpassen. Und bei einigen Stühlen auch die Tiefe und die Stärke. Apropos anders gebaut. Bei diesem Stuhl gibt es einige weitere Funktionen, die ich dir zeigen will. Zum Beispiel hat dieser Stuhl eine höhenverstellbare Rückenlehne. Je nachdem, wie groß du bist, kannst du die Lehne auf deinen Rücken anpassen. Das ist wichtig, denn sonst merkst du recht schnell, dass der Stuhl sich nicht so richtig anfühlt. Wie Schuhe, die unangenehm drücken. Passt die Höhe der Lehne nicht zu deinem Rücken, sind Rückenschmerzen und eine Fehlhaltung vorprogrammiert. Also achte am besten beim Kauf darauf, dass die Rückenlehne eine Höhenverstellung hat. Jetzt habe ich so viel über die Lehne geredet, schauen wir uns doch mal den Sitz an. Der ist ergonomisch geformt und das Material ist so angefertigt, dass du 8 Stunden täglich darauf sitzen kannst. Sowohl Rückenlehne als auch Sitz sind mit einer sogenannten Synchronmechanik verbunden. Diese bildet das Kernstück des Stuhls. Im Gegensatz zu der Wippmechanik von vorhin bleibt der Winkel nicht gleich, sondern er vergrößert sich. Du hast beim Sitzen einen Winkel von ca. 90 Grad. Wenn du dich auf diesem Stuhl nach hinten lehnst, vergrößert sich der Winkel und deine Körperhaltung öffnet sich. Die Synchronmechanik korrigiert so Fehlhaltungen und entlastet deinen Rücken. In Kombination zu der Synchronmechanik verfügt der Stuhl auch noch über eine Körpergewichtseinstellung. Je nachdem, wie viel Kraft du beim Zurücklehnen aufwenden willst, kannst du den Widerstand des Stuhls einstellen. Aus gesundheitlicher Sicht wird empfohlen, dass der Stuhl nicht sofort nach hinten kippen sollte, sobald du dich nach hinten lehnst. Ein bisschen stärker solltest du also die Körpergewichtseinstellung justieren. Denn so bleibst du gezwungen, deine Muskulatur beim Zurücklehnen zu nutzen und stärkst somit deinen Rücken. Fassen wir nochmal zusammen. Der Stuhl ist ausgestattet mit einer Synchronmechanik. Er hat eine Körpergewichtseinstellung und die Rückenlehne ist höhenverstellbar. Darüber hinaus verfügt er über 2 D-Armlehnen und eine Lordosenstütze. Und er ist wegen seiner vielen Funktionen eher im mittleren Preissegment angesiedelt. Wenn du regelmäßig und lange im Büro sitzt, also sagen wir 4 bis 8 Stunden, und deinen Körper vor Schäden bewahren willst, ist dieser Stuhl super. Wenn du allerdings schon gesundheitlich angeschlagen bist oder du grundsätzlich mehr für deine Gesundheit tun willst, gibt es Stühle, die noch besser für dich geeignet sind. Der hier zum Beispiel. Was dir sicher gleich ins Auge springt, ist die Nackenstütze. Sie wird oft auch als Kopfstütze bezeichnet. Die ist vor allem für große Menschen interessant. Sie ist quasi eine Verlängerung der Rückenlehne und gibt wie die Lordosenstütze Halt. Wenn du dich nach hinten lehnst, hilft dir die Nackenstütze beim Entspannen. Und das ist natürlich auch für nicht große Menschen interessant. Jetzt schau dir mal die Armlehnen an. Du kannst sie in der Höhe einstellen, in der Breite und vor- und zurückschieben. Zu guter Letzt kannst du sie noch seitlich rotieren lassen. Das sind insgesamt 4 Einstellungsmöglichkeiten, daher heißen sie auch 4D-Armlehnen. Es gibt auch 3D-Armlehnen, diese haben dann entsprechend 3 unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt will ich dich auf etwas aufmerksam machen, das im Sitz versteckt ist. Den kannst du nämlich individuell auf deine Oberschenkellänge einstellen. Das Prinzip nennt sich Sitztiefenverstellung. Du kannst den Sitz also nach vorne und nach hinten verschieben und ihn so auf dich anpassen. Eine Sitztiefenverstellung ist also vor allem für Leute interessant, die besonders lange oder besonders kurze Beine haben und daher herkömmliche Sitze als unangenehm empfinden. Doch woher weißt denn du jetzt, ob die Sitztiefenverstellung richtig auf dich eingestellt ist? Das ist ganz einfach. Eine Handbreit sollte zwischen der Sitzkante und deiner Kniekehle passen. Ist der Platz geringer, kann dein Bein sich nicht richtig durchbluten. Und so entsteht das Gefühl, als wäre dein Bein eingeschlafen. Das ist ziemlich unangenehm. Ist der Abstand allerdings zu groß, dann kannst du deine Oberschenkel nicht richtig ablegen und entspannen. Der Sitz hat auch noch eine Sitzneigeverstellung.
Du kannst den Sitz also leicht nach vorne neigen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sollte man das tun? Das sieht total unbequem aus. Die Erklärung liefert dir dein Körperbau. Dein Becken ist natürlicherweise leicht rückwärtig verlagert. Und ist nun die Sitzfläche etwas geneigt, wird dein Becken in seine natürliche Position gebracht. So werden Fehlhaltungen ausgeglichen, vor allem dann, wenn du sonst immer leicht nach vorne gebeugt sitzt. Kommen wir nur zum Kernelement des Stuhls, der 3D-Mechanik kombiniert mit einer Synchronmechanik. Im Unterschied zu der Wippmechanik und einer einfachen Synchronmechanik passt sich dieser Stuhl jeder deiner Bewegungen an. Je nachdem, in welche Richtung du dich lehnst, der Sitz und die Rückenlehne folgen dir. Vergleichbar ist das Prinzip mit einem Gymnastikball, auf den du dich setzt. Durch die dreidimensionale Bewegung wird eine einseitige Sitzhaltung verhindert. Du aktivierst automatisch deine Muskeln und dadurch bleibt dein ganzer Stütz- und Bewegungsapparat flexibel. Gleichzeitig hast du aber auch die Vorteile, die eine Synchronmechanik mitbringt. Du ahnst es bereits. Die 3D-Mechanik ist optimal für dich geeignet, wenn du zum einen lange sitzt und zum anderen einen ergonomisch angepassten Bürostuhl brauchst. Darüber hinaus gibt es bei vielen Stühlen mit dieser Mechanik die Möglichkeit, diese auszuschalten. So kannst du deinem Rücken auch mal eine Pause gönnen. Übrigens, verschiedene Hersteller haben unterschiedliche Bezeichnungen für die 3D-Mechanik. Ergo Balance, Dondola Sitzgelenk oder Synchro 3D Balance, um nur einige zu nennen. Das liegt daran, dass die Techniken sich im Detail voneinander unterscheiden. Wow, okay, das war viel Input. Ich fasse es am besten nochmal zusammen. Dieser Stuhl hat eine Nacken- bzw. eine Kopfstütze. Er hat 4D-Armlehnen, eine Sitztiefenverstellung und eine Sitzneigeverstellung. Er hat eine 3D-Mechanik und somit automatisch eine Synchronmechanik. Und er hat eine Körpergewichtseinstellung. Darüber hinaus lässt sich auch bei diesem Stuhl die Höhe der Rückenlehne einstellen. Dieser Stuhl ist aus ergonomischer Sicht optimal, aber das macht ihn auch zu einem preisintensiven Stuhl. Dadurch, dass du ihn komplett auf dich einstellen kannst und er dein aktives Sitzen fördert, unterstützt er dich, wenn du schon gesundheitliche Probleme mitbringst. Oder wenn du gezwungen bist, mehr als 8 Stunden am Tag zu sitzen und du auf deine Gesundheit achten möchtest. Doch beachte bitte, es geht immer, was deine Ärztin empfiehlt. Es gibt nämlich auch Fälle, bei denen eine Stabilisierung des Rückens wichtig ist und eben kein flexibles Sitzen. Bei der Auswahl deines Stuhls solltest du die ärztliche Empfehlung also immer im Hinterkopf behalten. Jetzt habe ich dir so viel über Funktionen und Mechaniken erzählt, doch es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Keine Angst, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, bei der Polsterung des Stuhls ist nicht nur die Farbe entscheidend, sondern achte auch auf die Atmungsaktivität und die Scheuerbeständigkeit. Es gibt Rückenlehnen aus Stoff oder Netz. Eine Netzlehne ist besonders atmungsaktiv, kann aber auch als zu kühl empfunden werden. Dann sollte das Material der Fußrollen bei deinen Überlegungen auch eine Rolle spielen. Harte Fußrollen sind für Teppich geeignet und weiche Rollen sind für jeden anderen Boden gedacht. Möchtest du deinen Fußboden vor Kratzern schützen, solltest du eine Bodenschutzmatte unter deinen Stuhl legen. Zu guter Letzt noch was zu den Fußkreuzen. Es gibt sie aus Kunststoff und Metall. Letztendlich ist das eine Frage der Optik und des Geschmacks, denn hochwertige Kunststoffkreuze stehen denen aus Metall in nichts nach. Du hast jetzt ganz viele unterschiedliche Funktionen und Mechaniken an diesen 3 Stühlen kennengelernt. Hier sind sie nochmal in der Übersicht zu sehen. Die einzelnen Funktionen werden in unterschiedlichen Kombinationen bei Stühlen angeboten. Ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt nicht unbedingt leichter macht. Ich würde vorschlagen, am besten entscheidest du dich im Vorfeld, welche Funktionen für dich wichtig sind, und dann schaust du gezielt nach Stühlen, die deinen Vorstellungen entsprechen. Um die Suche für dich leichter zu machen, haben wir unseren Shop so gebaut, dass du einfach nach deinen gewünschten Funktionen filtern kannst. Du bist dir immer noch nicht ganz sicher, wie man jetzt eigentlich einen Bürostuhl aussucht? Kein Problem. Zöger nicht, uns mit Fragen zu löchern, denn genau dafür sind wir da. In unserem Showroom findest du übrigens eine große Auswahl an Stühlen, die du auf dich einstellen lassen kannst und somit einen direkten Eindruck bekommst. Du merkst, der Weg zum Bürostuhl ist vielseitig. Jetzt bin ich fertig. Das waren wirklich, wirklich, wirklich viele Infos, doch jetzt hast du einen umfassenden Überblick bekommen.
Am Ende ist das alles gar nicht so kompliziert. Und wenn du Hilfe brauchst, sind wir nur ein paar Klicks oder einen Anruf entfernt.